Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Wir häkeln gemeinsam ein schönes Herz und das in nur 2 Runden. Egal, ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid, ich werde euch Schritt für Schritt durch die Anleitung führen. Also schnappt euch eure Häkelnadel und los geht's! Lasst uns mit der ersten Runde beginnen. Wir starten mit einem magischen Ring. Im Prinzip ist ein magischer Ring eine Luftmasche. Ich überkreuze die Enden, hole mir den Faden und fixiere den Ring mit einer Luftmasche. Wenn euch das zu schnell gegangen ist, schaut euch die detaillierte Anleitung zum magischen Ring in meinem anderen Video an oder ihr könnt natürlich auch 4 oder 5 Luftmaschen machen. Eins, 2, 3 und 4, die mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. Und in diesen Kreis könnt ihr dann eure ganzen Stäbchen hineinhäkeln. Den Unterschied zum magischen Ring sieht man dann am Ende von der Runde. Bei der Version mit der Luftmaschenkette siehst du dann am Ende ein kleines Loch in der Mitte. Mit einem magischen Ring kann man das wunderbar zusammenziehen. Ich beginne noch einmal mit meinem magischen Ring. Die Enden überkreuzen, Faden holen und mit einer Luftmaschenkette fixieren. Ich mache nun 2 Luftmaschen. Das ist der Ersatz für das erste ganze Stäbchen. Und ich häkle nun 11 ganze Stäbchen in diesen magischen Ring hinein. Eins, zwei, drei, 4. In meiner Videobeschreibung findest du übrigens ganz viele nützliche Infos, wie zum Beispiel, welche Wolle oder Häkelnadelgröße ich verwende oder wo ihr die schriftliche Anleitung von diesem Video findet. 9, 10, 11. Also mit meinem Ersatzstäbchen habe ich nun 12. Bevor ich die Runde nun schließe, ziehe ich den magischen Ring zusammen. Ich schließe die Runde, indem ich eine Kettmasche in die obere der 2 Luftmaschen mache. Also 1 und 2, hier wäre das. Ich kann aber auch meine Maschen zurückzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und das wäre die 12. Hier steche ich einfach nur durch. Also einfach nur durch, ich schaue hier nicht genau. Und eine Kettmasche. So sieht meine erste Runde aus und ich beginne gleich mit der zweiten und letzten Runde. Die nächste Masche lasse ich aus und häkle in die übernächste Masche 7 doppelte Stäbchen hinein.
Also 2 Umschläge. Einmal durch 2. Ein zweites Mal durch 2 und ein drittes Mal durch 2. Mein erstes doppeltes Stäbchen, mein zweites doppeltes Stäbchen, drei, 4, 5, 6, 7. In die nächste Masche häkle ich ein ganzes Stäbchen hinein. Also ein Umschlag, in die nächsten 2 Maschen häkle ich jeweils 2 ganze Stäbchen. Die eine Seite vom Herz ist nun fertig. So. In die nächste Masche häkle ich 2 ganze Stäbchen, eine Luftmasche und 2 ganze Stäbchen. In die nächsten 2 Maschen häkle ich jeweils 2 ganze Stäbchen. Jetzt kommt ein ganzes Stäbchen. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass du schon weißt, was jetzt kommt. In die nächste Masche häkle ich wieder 7 doppelte Stäbchen. Also wieder 2 Umschläge. So, das ist die nächste Masche. 1. 2. 3. 4. 5.
5, 6 und 7. Eine Masche auslassen und hier hinein, da häkle ich eine Kettmasche und beende so meine zweite Runde. Diese auslassen und in die nächste häkle ich eben meine Kettmasche, die ist etwas schwieriger zum Durchstechen. So, jetzt habe ich es. Den Faden abschneiden und durchziehen. Zum Schluss vernäht ihr alle losen Enden mit einer Wollnadel und wenn euch in der Zwischenzeit dieser magische Ring etwas aufgegangen ist, dann zieht einfach etwas an dem Ende und schon ist sie wieder geschlossen. Und die muss ich dann noch gut vernähen. Also ich vernähe hier ein paar Mal um die Runde herum. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren DIY-Videos verpasst. Und da haben wir es, unser wunderschönes, selbst gehäkeltes Herz. Ich hoffe, euch hat diese Anleitung gefallen und ihr habt viel Spaß beim Nachhäkeln. Und damit wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Andrea.